Hallihallo Typo3 Community. Ich bin der Stefan und ich würde heute ganz gerne die Cars Extension, die wir hier gebaut haben, in den letzten 4 Sessions sind es, glaube ich, ne? Das ist jetzt die 5., nach Xbase migrieren. Ja, ich bin ein bisschen was am Schnauben, weil ich noch nicht so richtig weiß, wie ich jetzt Xbase erklären soll. Was ist Xbase, ne? Ja, also wenn ihr mich sofort fragen würdet, würde ich sagen, so ein Segen und ein Fluch. Ne? Ist ein bisschen kopiert von der Serie Monk, ich weiß. Ein Segen dafür, um damit sehr einfach mal Listansichten, Detailansichten, vielleicht auch mal kleinere Formulare zu machen. Und ihr merkt schon in der Aussage, kleinere Formulare. Ja, weil ich habe ja auch gesagt, Segen und Fluch. Weil sowas wie Multistep und Co., das geht zwar alles, aber es ist echt, da muss man so viel Klamotten denken und das ist echt schwer mit eigenen Requests, ein eigenes Ökosystem dahinter. Ich will jetzt aber nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Wir versuchen das mal positiv zu sehen, aber selbst wenn ich jetzt in die Geschichte reingucke, ist es auch schon wieder traurig. Gut, also nochmal von vorne. Xbase. Ext für Extension, Base die Basis für Extensions. Denn das neue Framework für Typo3 Extensions. Bis hierhin hört sich das alles noch ganz gut an. Das ist entstanden, das kam wegen Typo3 V5, ne? Wie hieß das Projekt? Phoenix, ne? Da hat man drüber nachgedacht, ob man mit ganz neuen Techniken, Methoden, Domain-Driven Design und wie die ganzen Techniken heißt, ein neues Typo3 aufbaut. Und wie gesagt, das nannte sich Phoenix. Und die Technik dahinter hieß dann irgendwann mal Typo3 Flow. Und das entwickelte sich halt immer sehr rasend voran und darauf sollten dann irgendwann die Extensions basieren für Typo3 V4, damit man die besser migrieren kann. Ja, also musste irgendwie Flow in das Typo3 V4 implementiert werden. Da hieß es aber nicht Flow, wie gesagt, daher hieß es dann halt Xbase. Ist reingekommen mit Typo3 4.3. War aber nicht standardmäßig aktiviert. Da muss man noch irgendwo in irgendwelchen Settings sagen, hey, bitte aktiviere das, dass ich das nutzen kann. Und mit Typo3 4.5 war das dann per Default aktiv. Und man konnte dann, ich glaube, Patrick Lobacher, der hat mal irgendwann dann mal da kam das gerade so mit den Typo3-Videos hoch. Und der hat dann mal ein Video gemacht, wurde interviewt und sagte, ja, ab jetzt kann man Xbase wirklich produktiv nutzen. Und das war dann auch so mein Einstieg dafür, mich in dieses System reinzuarbeiten. Ich kenne jetzt natürlich noch von dem Typo3-Call die Probleme, die wir da hatten, weil jetzt musste natürlich Xbase und das Typo3 Flow immer versucht werden, parallel gleich zu halten. Das heißt, wenn ein neues Feature in Flow reinkam oder irgendwie eine Änderung, dann muss man natürlich auf Typo3 V4-Seite immer gucken, wie adaptieren wir das. Und man kann das nicht immer 1:1 adaptieren. Na, da muss ja dann dieser TypoScript-Kontext berücksichtigt werden. Das hat aber Flow gar nicht. Der hat gar keinen TypoScript-Kontext. Das geht da halt ganz anders. Und ich erinnere mich halt noch, dass das richtig harte Zeiten waren, um diese Systeme irgendwie gleich zu halten. Und ich will jetzt nicht lügen, war das 2012? Ich glaube, da ist das dann so in die Brüche gegangen und dann gab es einen Split. Cut, da hat man gesagt, okay, sorry, das geht so nicht. Dieses Typo3 Flow, das hat sich abgekapselt, heißt jetzt, glaube ich, Neos Flow, entwickelt sich selber voran. Und auf Typo3 4-Basis haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir da halt Xbase und wir leben halt damit und wickeln es so weiter, wie wir dafür richtig empfinden. Ja. Von daher, Xbase, ja, haben wir. Wir haben ein Framework, aber es läuft komplett an Typo3 so vorbei, weil wir haben jetzt mit Xbase auch zum Beispiel eine eigene Persistenzschicht, also wie Daten gespeichert werden. Ich meine, in Typo3 haben wir ja den Datahändler,
Damit werden Daten gespeichert. Wenn ich mit dem Datahändler irgendwas speichere, dann gibt es ganz viele Hooks, wo dann irgendwelche anderen Extensions sagen können, hey, okay, bitte speichere das noch dahin oder speichere es hierhin oder ändere dort noch den Wert. Wenn man aber genau den gleichen Datensatz mit Express speichert, der hat diese ganzen Hooks und Event-Listen da nicht. Das heißt, ich speichere den Datensatz und die Änderung ist nicht mit eingeflossen, die eine andere Extension da versucht hat reinzubauen. Also, jetzt haben wir 2 Persistenzschichten und es ist jetzt echt schwierig, XBase jetzt wieder richtig cool Typo-3-kompatibel zu machen. Das heißt, wir haben jetzt Überlegungen, wie man XBase, die Persistenzschicht, zum Beispiel wieder irgendwie rüber migriert, dass der die ganzen Daten speichert mit dem Datahändler. Oder man baut einen komplett neuen Datahändler auf, der das irgendwie streamlined. Also ist alles echt schwierig. Dann hat der XBase, habe ich gerade gesagt, so ein eigenes Ökosystem. XBase hat ja einen eigenen Request, der aufgebaut wird. Also sobald XBase als Userfang aufgerufen wird, wird ein eigenes Request-Objekt aufgebaut, um dann so diese Getter, nicht Getter, hier, Get, Post, um den ganzen Kram aufzudröseln, Dateihandling. Da hat der was Eigenes. Aber wir haben ja, glaube ich, seit Typo-3 9, korrigiert mich bitte, vielleicht auch 10, haben wir ja das Server-Request-Interface in Typo-3 drin. Und das bringt das ja schon alles mit. Und jetzt sind die Sachen ja auch noch wieder inkompatibel. Jetzt bringt also Typo-3 das Server-Request-Interface mit und XBase hat sein eigenes. Das heißt, das muss auch wieder gestreamlined werden. Ich glaube, das ist dann in der 11 gemacht worden. Das heißt, da ist jetzt die ganze Zeit immer so aufräumen. Jetzt haben wir dieses XBase und müssen gucken, dass wir das irgendwie wie mit Typo-3 vernünftig verheiratet kriegen. Deshalb sage ich auch Fluch. Also von daher, habe ich jetzt die letzten Videos mal gezeigt, wie man auch mal so Typo-3 erweitern kann auf Basis einer Userfang, auf Basis von einem eigenen Plugin. Ich habe auch mal gezeigt, wie man viele Probleme lösen kann mit so einem Data-Prozessor. Also, dass man sich nicht so direkt auf XBase stürzt. Auch im Typo-3 Backend. Da hat der Typo-3 Core was Cooles programmiert mit diesem Module Template Factory. Ja, genau, ich glaube, die ist seit Typo-3 11. Auf jeden Fall ist die in 11 dort. Die ist ja nochmal drastisch überarbeitet worden für 12. Ich glaube, in 10 war die noch nicht da. Ne, die ist in 11 gekommen. Auch dort. Ich glaube, es sind nur 3 Typo-3 Core Extensions, die auf XBase basieren. Ich glaube, Form, FE Login und komme jetzt nicht drauf. Ich glaube, da ist noch eine. Ich glaube, Workspaces? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind nur noch 3 Stück. Alle anderen, da ist XBase schon rausgeschmissen worden. Also XBase ist nicht deprecated. Definitiv nicht. Aber ich weiß halt nicht, wo die Reise hingeht. Wir werden jetzt zwar hier eine Einführung in XBase machen. Jetzt habe ich doch schon wieder zu lange gesprochen. Vielleicht mache ich nochmal ein extra Video dazu. Aber auf jeden Fall werden wir dann diese Keras-Extension dann mal nach XBase migrieren. Aber ich glaube, hier muss da erstmal kurz erzählt werden, was XBase ist, wie die Geschichte ist. Und haltet eure Begeisterung mal nicht zu hoch. Also Fluid ist definitiv, das passt, das ist okay. Da werden wir Freunde. Aber mit XBase, da gucke ich mir lieber mal so ein bisschen an, wie die Entwicklung ist. Und ja, ich würde mal sagen, dann legen wir mal los. Aber das mache ich, glaube ich, in einem neuen Video, weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier nochmal neu aufnehme. Muss mal gucken. Also, wir sehen uns gleich noch beim nächsten Video.